Hallo, liebe Freunde, heute habe ich eine Inspiration für A-Linie Rock. Und als ich diesen Rock gesehen habe, dachte ich mir, diesen Rock nehme ich als erstes Schnittentwicklungstutorial, weil die Schnittentwicklung bei solchen Entwürfen sehr leicht ist und es ist von der Form her solche Arten von Röcke sehr, sehr schön ist. So, hier habe ich meine Wunschrock mit ihre technischen Zeichnungen. Und da habe ich gezeichnet die leichte A-Linie und die Länge soll bis zum Knie werden. Und ja, die Teile, der Rock liegt nicht direkt an der Teile, sondern etwas minimal von der Teile herunter gesenkt. Und deshalb habe ich mich für den Formbund entschieden. Und Rock wird dann vorne mit Knopfleiste verschlossen. Und diesen Rock-Schnitt zeige ich euch, wie man das erstellt. Als erstes nehme ich meinen Rockgrundschnitt und kopiere ich auf einen weißen Papier. Ähm, Diesmal, da ich jetzt Formbund unterhalb der Teile machen möchte, kopiere ich nur bis zur Teilenlinie. Also die oberen extra Teilenkonstruktion lasse ich dann weg. Und ja, es wird dann alles abgepaust, inklusive Hüftlinienmarkierungen. Und alle Abnähe natürlich. Und jetzt zeichne ich den Teilenlinie per Hand. Und auch die Hüftlinie zeichne ich noch. Das hilft mir etwas zu orientieren. Ja, Bezeichnungen braucht man unbedingt, damit man weiß, welcher Rockteil es sich handelt. So, der Grundschnitt ist bis zu Knie lang und deshalb möchte ich jetzt den Rocklänge ganz minimal verlängern. Es ist, äh, es ist ungefähr so 2 Zentimeter länger als die Knielinie. So kann ich das dann zeichnen auf den Grundschnitt Kopie. Und man arbeitet mit diesem Kopie weiter, da man den Grundschnitt ja, nicht so, so sehr abnutzen möchte, was immer wieder gebraucht wird. Lohnt sich immer eine Kopie zu erstellen. So, ja. Und um die A-Shape zu konstruieren, braucht man mit den Abnähern zu arbeiten. Zwar, die Abnäher werden alle zugedreht und deshalb braucht man eine vertikale Linie von der Abnäher bis zum Rocksaum. Jetzt schneide ich den Grundschablonenkopie und mit Hilfe dieser Kopie erstelle ich dann auf einem neuen Papier die originale Schnitt, den ich dann haben möchte.
Hier fange ich mit dem Vorderteil an. Vorderteil hat einen Knopfleiste und Vorderteil bunt. Und ich positioniere so, dass man ein bisschen Platz, den Knopfleiste zu konstruieren. Etwas Platz am Teilen entlang lasse ich auch da, damit man später den Abnäher zudrehen kann. So, die erste Teil, also die mittlere, vor der Mittelteil wird erstmal kopiert und dann wird die Abnäher zugedreht. So. Mein Rock ist hier in leichter A-Linie, deshalb die Abnäher wird 1:1 zugedreht. Ansonsten, wenn ich eine starken A-Linie, eine schwingenden, so einen richtig schöne breite A-Linie Rock haben möchte, dann muss ich den Abnäher noch mehr aufdrehen. So, jetzt seht ihr den Mehrweite, die unten am Saum entlang entstanden ist. Da die Seitennaht immer noch sehr kurvig ist, muss man hier auch nochmal anpassen. Ich mache immer so, die Abnäherinhalt unten am Saum, also Hälfte diesen Betrag, übertrage ich an den Seitennaht. Also ich mache den Seitennaht etwas breiter, also nicht so kurviger, sondern breiter. Dazu brauche ich diesen Hälfte von diesen Abnäherübertragung. Und diese verbinde ich mit den Hüftlinie zusammen, also so dass man eine harmonische Seitennahtlinie haben kann. Und die Markierung von der Hüftlinie auch nicht vergessen. Das ist ungefähr der Grundgerüst von Vorderteil. Und später wird der Rockteil ein bisschen verfeinert. So, für den Formbund erstellen möchte ich die Teilenlinie etwas um 1 cm heruntersenken, damit ich den Rock nicht direkt an meine Teile habe, sondern am Bauch. Und nehmen wir an, Formbund kann man auch etwas breiter erstellen. Ich mache meinen Rock ungefähr den Bund 3,5 cm bis 5 cm breit, je nachdem. Die gerade Bund mache ich etwas weniger, so um die 3,5 bis 4 cm maximal. Und der Bundform wird parallel zu Teilenkurve erstellt, gezeichnet. Und später wird dann auch mit den hinteren Rock zusammen etwas besser konstruiert. Erstmal, das ist nur grober Entwurf am Vorderteil. So, jetzt wird die Knopfleiste auch gezeichnet. Also die vordere Linie ist ja vor der Mitte. Genau da an diese Linie wird die Knöpfe gebracht, Knöpfe und Knopflöcher. Und deshalb braucht man einen Übertritt, ich nehme gewöhnlich 1,12 mm bis 15 mm, 1,5 cm. Das reicht dann eigentlich völlig aus. So, jetzt konstruiere
ich den groben Struktur von Rückenteilrock, da meinen Rückenteil am hinteren Mitte keine Übertritt oder so ähnliches braucht, dann lege ich den Schnitt so direkt an der Papierrand entlang. Und ich möchte jetzt am Rückenteil etwas ganz schmalen, aber einen kleinen Abnäher haben. Das formt den Po schöner als ganz ohne Abnäher. Deshalb lasse ich von den großen Abnäher so den 70% Inhalt da und den Rest drehe ich dann zu. Also beziehungsweise der Abnähinhalt wird am Saum entlang aufgedreht. Und den zweiten kleinen Abnäher drehe ich ganz zu. Dann habe ich den gewünschten Saummehrweite. Also die Abnäher müssen direkt aufeinander liegen, damit man auch den Teilenlänge nicht verfälsche, sozusagen. So, jetzt diesen Schritt mache ich extra für euch, aber gewöhnlich mache ich nicht, um euch zu zeigen, wie viel Mehrweite ich dann am Saum entlang hingefügt habe. Kann man hier ganz gut sehen, weil ich möchte so ungefähr abschätzen, wie viel von den aufgedrehten Mehrweite kann ich dann an Seitennaht entlang zugeben, weil da der Wunschrock so ein bisschen mäßigen A-Linie, beziehungsweise nicht so starke A-Linie Rock ist, dann muss ich jetzt nicht so viel addieren, so viel Zugabe geben. Ich möchte einen leichteren A-Linie. So, den Betrag von vorderen Teil, wie viel du am Seitennaht entlang zugegeben hast, kannst du ja auch so übertragen. Das ist auch eine sehr beliebte Methode, weil dann dadurch verläuft die Seitennaht sehr harmonisch. Alle Linien, die man nicht mehr braucht, kannst du dann markieren. Und jetzt haben wir den groben Struktur von hinterer Rock und die Teile, so wie beim Vorderteilrock auch so war, Teile wird so um 1 Zentimeter etwas heruntergesenkt. Das muss man auch nicht machen, wenn man den Formbund oder den Teilenbund direkt an der Teile haben möchte. Und diesen Schritt könnt ihr einfach überspringen. Und in der Bundbreite übertrage ich von dem Vorderteil wieder ab. Ja, und die Bundform geht parallel zur Teilenlinie. Jetzt bleibt am hinteren Rock ein kleiner Abnäher übrig. Da ich mit Miniaturen arbeite, sieht es jetzt sehr kurz und sehr klein aus, diese Abnäher. Aber bei Schnitten, die Körper, also für euren Grundschnitt, das ist nicht so Miniatur, sondern etwas so an euren Körpergröße erstellten Grundschnitt, sieht man den Abnäher nicht so klein, das
Das wird mindestens 5 cm lang haben, denke ich. So, jetzt lege ich meine beiden Schnittteile zusammen und gebe eine Markierung an der Seitennaht entlang. Und ich möchte den Saumlinie sehr harmonisch gestalten. Es soll harmonische Abrundung von hinteren Mitte bis zur vorderen Mitte verlaufen. Ja. Ich mache mit Bleistift erstmal ziehe ich sehr leichte gestrichelte Linien. Und dann zum Schluss, wenn ich ganz sicher weiß, wo der neue Linie verläuft, dann male ich mit den deutlichen, so ganz deutliche Stift male ich nochmal. So dass man ganz genau weiß, wo der Saum verläuft. Ja. So kann man, das ist die Verfeinerung, sage ich mal. Zum Schluss wird immer solche Verfeinerungen gemacht, um von der Passform technisch und auch da der Schnittmuster gute Qualität haben soll, muss alle Linien aufeinander sehr harmonisch zusammenpassen. Da lege ich einen großen Wert drauf und ja, muss unbedingt diese Verfeinerungsschritte gut machen. An der Teile und Bund entlang mache ich den Schritt auch, wo die beiden Schnittteile an der Seitennaht zusammentreffen, soll die Teilenlinie sehr harmonisch aufeinander zugehen. So, jetzt zeichne ich den endgültigen Schnittmuster mit einem Stift, den ich deutlich sehen kann, also nicht mehr Bleistift, sondern mit so einem richtigen Stift. Und den Knopfleister braucht jetzt einen Beleg, keinen extra Beleg, sondern es ist angeschnittener Beleg, den man einfach umfalten kann. Ja, auf der anderen Seite soll der Beleg auch so proportional zu den Knöpfen so in diese Höhe enden. Das sind so ungefähr, wie du den Übertritt Breite zugegeben hast, davon den doppelten Betrag nehmen einfach. Das heißt, wenn du den Übertritt 1,3 Zentimeter zugegeben hast, dann muss der Beleg so 2,6 Zentimeter haben. Ja, für die Schnittentwicklung brauche ich diese wie sagt man, zu diesem kleinen Tool, Kopierrad, glaube ich. Also das benutzt man sehr häufig. Jetzt mache ich bei diesem Rock auch noch den Saumzugabe. Gewöhnlich mache ich keinen Saum- und Nahtzugabe bei Schnittmuster erstellen. Die gebe ich direkt beim Zuschneiden zu. Aber ich zeige euch einfach ab und zu mal, wie ich den Saum zugeben soll. Besonders wenn man so eine kurvige Saum hat, wie man die Saumzugabe gibt. Ab und zu mal zeige ich euch mal. So, dieser Betrag ist gleich. Ja, der Vorderteilschnitt ist jetzt fertig und das muss man zweimal zuschneiden im Spiegel verkehrt. Eins für links und eins für rechts.
Und der Rückenteilschnitt, den Saum gebe ich auch noch zu. Saumzugabe. Und hier sehr vorsichtig schneiden und den Bundteil nicht verletzen, weil man den Bundteilschnitt später auch noch damit konstruieren müsste. Also genau exakt auf die Linie schneiden. Also Rückenteil Rock ist auch noch fertig. Es wird im Stoffbruch einmal zugeschnitten. In hinterer Mitte ist ein Stoffbruch. So, jetzt geht es um Vorderteil Bund. Das sind Formbund, das sind so gebogene, so eine Bauchform, an dem Bauch anliegende, so kurvige Bunde. Gerade Bund liegt direkt an der Taille und alles, was unter die Taille kommt, muss etwas gebogen sein. Sonst, sonst rutscht der Rock immer nach oben. So, bei den hinteren Bund macht man den Abnäh auch zu und genau an der Stelle muss man auch die Linie etwas harmonischer nochmal neu zeichnen. Und das sind die Bundteile. Jetzt bei der Miniatur sieht man sehr winzig aus, aber ja, bei echten Grundschnitt wird es ein bisschen größer sein. Rückenteilbund wird im Stoffbruch zweimal zugeschnitten, einmal äußeren Bund und einmal inneren Bund. Und Vorderteilbund wird viermal zugeschnitten, da man zweimal auf der linken Seite und zweimal auf der rechten Seite braucht. Diesmal brauchen wir jetzt nicht den Beleg, sondern der Bund wird einfach doppelt geschnitten für beiden Seiten. So, jetzt insgesamt haben wir den Vorderteil und mit dem Bund dazu und so checkt ihr einfach die Länge auch gut und wenn ihr wenn ihr sich ganz sicher sein möchtet, möchtet ihr auch die Bund- und die Rockteile auch noch markieren in manchen Stellen. Und das ist unser Schnitt. Fertig ist der Rock. Vielen Dank. Soweit bis heute und bis bald, bis zum nächsten Video. Ciao!